Am Ufer des größten Berliner Sees findet sich eine ziemlich einzigartige Mischung aus Natur und Stadtentwicklung. Über die Jahrhunderte hat sich am Müggelsee eine lebendige Gemeinschaft entwickelt mit grünen Ecken und einem historischen Zentrum. Und das zeige ich euch heute hier in Friedrichshagen in einer neuen Folge von Einfach dein Kiez. Ein zentraler Ort in Friedrichshagen ist die Bölsche Straße, die mit all ihren Cafés, Geschäften und Kulturorten das Herz des Stadtteils bildet. Und früher nannte man sie auch den Kudamm des Ostens. Ich finde, hier ist noch sowas, wo man einfach schön bummeln kann. Selbst wenn jetzt mal die Geschäfte nicht offen sind, auch mal am Wochenende hier lang. Wir haben hier viel Wasser, wir haben viel Wald hier und trotzdem haben wir in dieser Bölsche Straße hier so viele Dinge, die man trotzdem irgendwie bekommt. Und Friedrichshagen ist ja immer so ein bisschen wie so ein Dörfchen, ne? So ein bisschen für sich. Und also ist sehr angenehm, vielleicht ein bisschen alternativ die Gegend. Klein, übersichtlich, alles da, Infrastruktur ist vorhanden. Noch nicht so voll, wird allerdings immer ein bisschen voller, der Zuzug steigt. Aber ansonsten ist so ein kleiner charmanter Vorort, kann man es nennen. Wir haben es gehört, die Nähe zum Müggelsee. Direkt am Wasser gelegen bietet Friedrichshagen eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, so viele wie kaum ein anderer Bezirk. Egal ob schwimmen oder segeln oder einfach auf der Parkbank sitzen und die Natur genießen, kein Wunder also, dass nicht nur im Sommer aus der ganzen Stadt Menschen hierher anreisen. Eine besondere Attraktion in Friedrichshagen ist auch der historische Spreetunnel. Er wurde 1926 gebaut und war damals ein technisches Meisterwerk. Zu Fuß und mit dem Rad lässt sich auch heute noch die Spree unterqueren. Ein echtes Highlight für alle, die die Region umweltfreundlich erkunden wollen. Um zu diesem oder anderen Ausflugszielen rund um den Müggelsee zu gelangen, muss man natürlich mobil sein. Aber dafür braucht man nicht unbedingt ein Auto oder ein eigenes Fahrrad. Wie das sein kann, erfahren wir jetzt im Gespräch mit Wilfried Römer vom Verein Radeln ohne Grenzen. Hallo Wilfried. Hallo Robert. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Wenn ich so Rikschas sehe und ich liebe Fahrradfahren, frage ich mich so ein bisschen, wo habt ihr die her? Was macht ihr damit? Was ist euer Angebot? Wir fahren Leute, die nicht mehr selber mit dem Rad fahren können, bieten wir halt die Chance, mal wieder Rad zu fahren, indem sie einfach vorne drin sitzen, einer von unseren Rikschas, und wir fahren sie dahin, wo sie gerne hin möchten. Also es kann hier ins Grüne sein oder an den See halt hier, an den Müggelsee oder in der Stadt und die Bölsche Straße lang. Also da, wo die Leute gerne hin möchten, einfach mal so das Erlebnis des Fahrradfahrens wieder zu genießen. Mit freier Aussicht nach oben, links und rechts. Wie viele Rikschas habt ihr denn? Wir haben in Berlin betreut unser Verein inzwischen Dutzend Rikschas, in Potsdam auch eine, an verschiedenen Standorten, überwiegend in westlichen Bezirken. Friedrichshain ist der erste Bezirk, der östliche Bezirk, wo wir halt auch einen Standort haben. Und da sind wir sehr froh, dass wir hier auch mal Rikscha fahren können im schönen Grün hier am Müggelsee. Wie melde ich mich denn an, wenn ich jetzt sage, oh, bin nicht mehr zu Fuß gut und ich hätte gerne mal so eine Fahrt? Wie funktioniert das? Das ist leider das Problem, dass wir aus versicherungstechnischen, organisatorischen Gründen können wir keine sogenannten Taxifahrten anbieten. Wir fahren deswegen halt nur für Heime. Und dann kommt einer von unseren ehrenamtlichen Fahrern, die wir Piloten nennen, und die versuchen dann halt eben das so koordinieren, ist das Wetter gut, passt die Zeit, und ist von den Ehrenamtlichen verfügbar zu der Zeit, und dann können wir die Fahrt machen. Piloten, wie wird man denn Pilot? Man meldet sich in unserem Verein. Wir können immer wieder Leute gebrauchen, die mit der Rikscha umgehen lernen wollen. Und wir bringen ihnen bei, wie man mit dieser Rikscha umgeht, wie man hier in dem Heim mit den Leuten umgeht, wie man die Leute einlädt. Das ist ja manchmal auch nicht ganz einfach, wenn sie halt eben jetzt schon im Rollstuhl sitzen. Dann brauchen wir schon die Unterstützung vom Personal. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt mit Menschen von A nach B fährt, die das selbst vielleicht gar nicht mehr können. Ich meine, das sind ja jetzt keine Kisten voll Mineralwasser. Da kommt man ja vielleicht ins Gespräch. Lernt man sich dabei kennen? Das ist halt das Schöne am Rikscha-Fahren für unseren Verein, dass man Leute kennenlernt und Geschichten von den Leuten hört und Erinnerungen, denn das habe ich schon so häufig erlebt. Man fährt eine Strecke und dann fällt den Leuten plötzlich was ein und dann fangen die an zu erzählen. Also auch Leute, die sonst nicht viel reden. Ja. Das ist wirklich immer wieder faszinierend zu sehen, was für Erinnerungen hochkommen, wenn man an Orten ist, wo die Leute vielleicht früher schon mal gewesen sind. Ich bin neulich mal gefahren mit einer Dame, die bei einer Veranstaltung dabei war, mit einer Begleiterin vom Malteser Hilfswerk. Und die war ganz stumm und hat nur geguckt und so. Und ich habe mich eigentlich mit der Begleiterin unterhalten. Aber hinterher hat die Dame sich
überschwänglich bedankt bei mir, dass sie mitfahren durfte. Und die Begleiterin sagte hinterher zu mir, Sie können sie glücklich schätzen. So viel hat die Frau eine ganze Woche lang nicht geredet. Ja. Das ist schön. Und das macht dann schon wieder so ein bisschen innerlich glücklich. Und davon, das ist halt das Schöne dabei. Ist Ne? ja auch oft so, wenn man selber was gibt, dann ist das ja oft noch viel schöner, als was zu bekommen. Unbedingt. Ja. Tatsächlich. Also es ist jedes Mal auch diese Dankbarkeit von den Leuten, dieses Strahlen, dass es halt mal wirklich wieder rausgeht. Und diese Leute sagen immer wieder, ach, das ist ja toll, man sieht halt überall hin. Ne? Das ist das Faszinierende hier beim Fahrradfahren eigentlich, Ja, ja. aber auch beim Rikscha-Fahren, dann wenn es nicht mehr geht mit dem Fahrradfahren. Was macht die Rikschas denn jetzt aus? Sind das Elektro-Rikschas? Sind die alle komplett mit Körperkraft? Was ist euer neuestes Modell? Mal so die technische Seite. Also sind alles E-Bikes. Das heißt, die haben alle einen Elektromotor, Ja. weil es doch ziemlich schwer werden soll. Wir meistens fahren mal 1 oder 2 Leute und dann braucht man schon ein bisschen Unterstützung, dass man mal auf eine Anhöhe hochkommt. Also die haben alle Unterstützung. Also die Kraft ist nicht das Problem. Wie lange gibt es Radeln ohne Alter denn schon? In Berlin gibt es uns seit 2015 die internationale Bewegung Cycling Without Ages. Das ist so, kommt aus Kopenhagen, da heißt es natürlich auf Dänisch. Woher sonst? Kopenhagen, die Genau, Fahrradstadt. genau. Da ging das so los 2012. Inzwischen gibt es halt eben auch fast 40 Länder, wo Radeln ohne Alter losgeht. Das geht also auf fast allen Kontinenten inzwischen. Das ist wirklich faszinierend. Das Toll. ist überall. Es ist ja auch für die, die dann quasi fahren, sportliche Betätigung auch. Ne? Das ist ja nicht nur so, als wenn es nicht auch noch zusätzlich einem was brächte. Ja, nee, das ist, also so hat es bei mir angefangen. Als ich pensioniert wurde, habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und da guckt man so ein bisschen nach, was kann man so tun. Ja. Und da dachte ich, das ist eine feine Sache. Ne? Da ist man draußen an der frischen Luft, man macht körperliche Betätigung, man trifft Leute und so. Und das hat mir gut gefallen. Da habe ich mich gemeldet und dann seitdem bin ich dabei. Kann man euch ja eigentlich irgendwie unterstützen, wenn man will? Unbedingt. Wir sind ein Verein, ein gemeinnütziger Verein. Man kann spenden an unseren Verein. Man kann natürlich auch spenden an unseren Verein. Man kann unterstützen durch aktive Mitgliedschaft. Man kann unterstützen, indem man halt eben mitmacht als Pilot. Ja. Das sind so die gängigen Sachen, die wir machen können. Cool. Wilfried, vielen Dank für das Gespräch und dass ich dich, deine Kollegen und eure Rikschas heute kennenlernen durfte. Und so wie die Piloten von Radeln ohne Alter überall in Berlin unterwegs sind, so sind wir auch schon in verschiedenen Kiezen gewesen. Schaut es euch gerne an bei weiteren Folgen von Einfach dein Kiez. Einfach hier oder hier.